Biene, du machst ja nachts gewisse energetische Behandlungen. Ja. Und da gab es einige Fragen und Unklarheiten. Wer wird da alles mit einbezogen und wie machst du das? Und brauchst du die persönliche Erlaubnis von jedem Einzelnen? Magst du da vielleicht mal ein bisschen Klarheit schaffen? Das war natürlich bei Facebook so, gell? Dass die Menschen dann geschrieben haben, total süß, ich gebe dir die Erlaubnis zu meinem höchsten Wohl und so. Total süß. Also grundsätzlich ist es so, dass alle Leute, die die Schritte gehen, egal welche Schritte sie auch gehen, brauche ich die Erlaubnis nicht. Da darf ich wirken, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin sowieso ein sehr vorsichtiger Mensch, zurückhaltend, bin auch sehr vorsichtig, würde nie über irgendeine Grenze gehen, aber ich glaube, das wissen die Leute auch. Anders schaut es natürlich aus bei anderen Menschen, da dürfte ich das nicht, da bräuchte ich jetzt die Erlaubnis. Also Leute, die jetzt vielleicht nur mal Essenz gekauft haben oder mal kurz vorbeigeschaut haben, irgendwas, da darf ich das nicht, da tue ich das auch nicht. Und letztendlich kann ich, glaube ich, schon sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen mache ich das jede Nacht. Und ich überlege mir dann immer vorher, also oftmals mit der geistigen Welt, aber auch oft mal ohne geistige Welt, was möchte ich heute Nacht machen? Und oftmals ist es so, dass egal welche Schritte der Mensch jetzt auch geht, ob jetzt Salavana-Schritte, Samatha-Schritte oder Pionierschritte oder ich einen kollektiven Lichtkörper, also das ist dann das große Kollektiv, mir anschaue. Und dann gibt es aber auch Nächte, wo ich nur den Lichtkörper der Pioniere im Kollektiv anschaue oder von Samatha das Kollektiv anschaue oder von Salavana das Kollektiv anschaue. Das ist so unterschiedlich und da geht es eigentlich immer darum, dass ich, wenn ich einen kollektiven Lichtkörper, jetzt sagen wir mal von alle anschaue, ja, dann... Das ist das, was wir ja auf Facebook Lichtblick nennen, ne? Ja, genau. Aktuell, wo du alle mit einbeziehst. Genau, wo ich alle mit einbeziehe, schaue ich erstmal, wie schaut der kollektive Lichtkörper aus, weil die Energien bei den Menschen, das haben wir ja jetzt schon ganz oft gesagt, sind alle gleich und kann mir das dann ganz gut anschauen, wie zirkuliert der Lichtkörper, also die kollektive Energie, ist das alles ausgeglichen oder gibt es Unausgeglichenheit, ist es sehr leuchtend oder ist es eher matt? Ist es glänzend oder eher, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, ja, matt? Geht er eher in die Weite oder in die Länge? Das hat auch immer noch eine Bedeutung. Und schaue mir das alles an und wenn jetzt zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute die Frage in sich tragen, ja, wie ist das, schaust du auch meinen persönlichen Lichtkörper an? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass im kollektiven Lichtkörper mehrere Unausgeglichenheiten sind, dann ziehe ich diese Energien raus und schaue mir dann diesen Lichtkörper an, also diese einzelnen Lichtkörper. Und da mache ich dann eben das, was man als Behandlung benennen könnte, also dass zum Beispiel Energien ausgeglichen werden oder dass Zirkulationen angepasst werden, also alles das, was ich halt darf und was auch gut für die Menschen ist, wo sie sich dann besser fühlen. Und dann, das ist jetzt neu, das habe ich früher nicht gemacht, das mache ich jetzt erst, dass ich alle Menschen dann in die Erdung, in den Tagessatz mit einbinde, also ich erde sie auf allen Ebenen und binde sie in die Tagesenergie mit ein. Ja, und so kann man sich das vorstellen und es ist auch eigentlich manchmal im Menschlichen auch ganz süß, wenn ich irgendwo bin, ja, und treffe mal Kunden. Das ist mir schon überall passiert, das ist mir sogar im Ausland schon passiert. Ja. Die kennen mich natürlich und gehen davon aus, dass ich sie auch kenne. Aber ich kenne sie natürlich nicht, aber ich kenne ihren Lichtkörper. Also also ich kenne die Lichtkörper, aber wie die Personen aussehen. Die menschliche Gestalt halt nicht, ne? Die kenne ich natürlich nicht.
Das ist eigentlich immer ganz süß. Und dann gibt es eben noch Ausnahmebehandlungen oder Ausnahmezustände oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist wie jetzt beim Festival. Also in 2 Wochen ist Festival. Und da ist schon seit eigentlich 3 Wochen jede Nacht schaue ich mir da die Energien nochmals viel, viel genauer an, weil einfach ich auch weiß, dass bei jedem Festival neue Ströme der Energien kommen. Mhm. Und diese Ströme machen ja ganz viel mit den Menschen und die werden ja darauf vorbereitet, die Menschen aufs Festival. Und da schaue ich mir natürlich auch ganz, ganz viel an und helfe bei den Vorbereitungen, bei einfach mehr zu öffnen, mehr auszugleichen, besser zu erden. Manchmal auch mit Ananara, also mit dieser Energie, dass die Oberfläche der Seele ein bisschen gereinigt wird, dass die kollektiven Energien sich ein bisschen verflüchtigen, dass die Menschen mehr das eigene Ich fühlen. Sowas darf ich alles machen. Und wer schließt sich da diesem Festivalkollektiv an? Alle, die in der Absicht sind, dort teilzunehmen? Ja, könnte man sagen. Also an sich ist es ja so, dass man, wenn man jetzt ganz genau gehen würde, müsste man sagen, alle, die sich angemeldet haben. Mhm. Aber da ich ja schon immer vorher anfange, ist die Absicht auch schon ausreichend. Also beim Festival ist es halt immer so ein bisschen so, ich muss halt dann schauen, weil Leute, die Absicht haben, beim Festival teilzunehmen und in diesem kollektiven Lichtkörper dann mit dabei sind, bei den, ich nenne es jetzt mal Behandlungen und Unterstützung, ist natürlich eine Vorbereitung auf das, was dann folgt. Wenn man dann da nicht dabei ist, fehlt einem natürlich etwas. Also das, was dann folgt, das Ende sozusagen. Genau, das Festival selbst, die 3 Tage. Ja. Und bei dem Festival jetzt zum Beispiel, also geht es ja ganz viel um Tora Sahea, diese Töne der Lebendigkeit und um die Schutzengel. Und da sind sehr viele Vorbereitungen notwendig. Und das mache ich wirklich jede Nacht. Das ist schon eine intensive Vorbereitung und sehr zeitintensiv. Mhm. Deswegen wird es jetzt auch den letzten Tagessatz am Mittwoch geben und dann erst wieder nach dem Festival. Aber ich weiß ja trotzdem die Energie, und binde die Menschen trotzdem mit ein in den Tagessätzen auch, also in die Tagesenergie, Ja. auch wenn die nicht mehr erscheinen auf der Schema-Seite für eine Zeit lang. Also da bin ich so fokussiert auf das Festival, auf die Vorbereitung. Da hat eigentlich nichts anderes mehr in meinem Leben Platz. Ja, haben wir mitbekommen, ja. Ja, das steigert sich natürlich Tag für Tag. Mhm. Und es ist jetzt auch gar nicht so, das habe ich schon mal erzählt beim Festival selber, es ist jetzt auch gar nicht so, ich kann mich ja nicht auf die Channelings vorbereiten. Ja, das möchte ich auch gar nicht, das geht auch gar nicht. Das ist etwas, aber natürlich die neuen Ströme und die Energien, die sich bilden und mit welcher Strahlkraft gewirkt wird, was die Leute brauchen, um dass sie die Energie auch tatsächlich aufnehmen können. Das wird ja alles vorher schon geregelt. Genau, ne? das wird alles vorher schon gemacht und ihnen wirklich zum höchsten Wohle zu dienen. Das ist einfach, das gehört für mich zum Festival dazu. Das heißt, dieses Festival sind nicht 3 Tage, sondern eigentlich 3 auch Wochen. wieder 3 Wochen mindestens. Und danach geht es ja auch noch weiter. Ja. Also danach mache ich auch noch viel. Okay. Also könnte jetzt mal sagen 3 bis 5 Nächte, Ja. wo ich mir alles ganz genau anschaue und da auch noch viel zu tun habe. Also was mir einfach immer wichtig ist, dass die Energien, die aufgenommen werden, auch richtig schön gleichmäßig zirkulieren. Dann haben die Leute halt sehr viel davon, weil dann betten sie sich sehr tief ein. Und das ist halt manchmal nicht so einfach, weil also dieses Grundprinzip der Mehrkörper, ja, sind ja unsere 18 Aspekte. Und es ist halt einfach so, dass diese Aspekte, wenn man sich das jetzt vorstellt, also
sage es mit menschlichen Worten, weil man sich es einfach besser vorstellen kann. Gell? Spirituell wird man es anders benennen, aber ich sage es jetzt menschlich. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Blütenkelch mit 18 Blüten und alle Blüten zeigen nach oben. Und das heißt, alle 18 Blüten möchten Energie aufnehmen. Jetzt ist aber der persönliche Anteil von dir dabei. Und du findest halt, die eine Blüte riecht für dich besser. Oder die andere Blüte gefällt dir besser. Die dritte Blüte, der bist du näher. Die 7. Blüte fühlst du gar nicht, die hast du noch gar nicht so wirklich betrachtet in dir. Und je nachdem, wie das da so ist, verteilen sich eben in diesen Blütenspitzen diese Energien. Und meine Aufgabe in der Vorbereitung und in der Nacharbeit ist einfach, diese Energie so zu verteilen, dass wirklich jedes Blütenblatt Energie kriegt. Mhm. Dass alle Blütenblätter zufrieden sind. Ja. Jenseits jeglicher Bewertung des Einzelnen. Ja, das ist halt, wie gesagt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und es ist alles so komplex. Ich meine, diese 18 Aspekte, das ist unser Leben, das ist die Mehrkörper, das ist, so werden wir geboren, das ist halt da. Und natürlich ist der Mensch in seiner Bewertung und in seiner Emotion und in seinen Gedanken, muss er ja auch irgendwo bewertend sein, er kann ja nicht neutral sein. Und zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal, der Fähigkeitsaspekt. Der wird dem oft sehr viel Energie zugeführt. Ja, dagegen zum Beispiel der Erneuerungsaspekt. Dem wird weniger Energie zugeführt, weil der Mensch da nicht so den Fokus drauf hat. Ist auch weniger greifbar, ne? Genau. Und das ist etwas Menschliches. Aber Energien suchen sich halt, also wenn jetzt eine Energie zu uns gebracht, gebündelt wird, gell, werden alle Blütenblätter natürlich versorgt. Dafür gibt es ja auch den goldenen Engel, der dann die Energien auch gut verteilt. Aber es ist schon so, wenn jetzt zum Beispiel bei deinen Aspekten, jetzt bleiben wir mal einfach bei dir, gell, wenn jetzt dein Aspekt, der Fähigkeitsaspekt, ja, wenn du dem besondere Bedeutung beimisst, dann kann man schon sehen, dass Energien sich immer den Punkt suchen, der dir am wichtigsten ist. Und dort etwas mehr Energie eingefügt wird, als wie vielleicht in dem Erneuerungsaspekt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle Blütenblätter oder alle Aspekte eigentlich gleich viel Energie brauchen. Und das ist das, was ich eigentlich am allermeisten mache. Um das mal verständlich auszudrücken, was ich da nächtelang immer mache. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass im Kollektiv alles okay ist, also dass das alles schön zirkuliert, dann weiß ich auch, dass bei allen Menschen die Energien gut verteilt sind. Und wie gesagt, wenn nicht, dann hole ich mir das Einzelne raus und verteile das halt so, dass alles gut ist. Und aktuell ist alles gut. Es ist jede Nacht unterschiedlich, aber ja, natürlich. Also ich höre ja nicht auf zu wirken, wenn es nicht das gut ist. Also wenn es nicht, also das gibt es bei mir nicht. Das ist so in mir drinnen und es ist ein bisschen schwierig, das vielleicht nachzuempfinden, aber ich kann einfach nicht anders. Also da ist etwas in mir, das ist so wie so ein tiefer innerer Drang. Ich will dann, dass jeder Mensch das Beste kriegt und ich kann da nicht aufhören. Und wenn es die ganze Nacht dauert, mache ich halt die ganze Nacht. Das ist, ich meine, ich bin auch in der privilegierten Situation, dass ich das kann, weil ich nicht früh um 7 in die Arbeit fahren muss. Ja, also es geht bei mir. Aber dennoch sind es oft viele, viele Nächte, die ich durcharbeite. Und manchmal sind es auch nur 2 Stunden und ganz wenige Nächte, wo ich gar nichts mache. Das kommt schon auch vor. Also Ja, Gott sei Dank, oder? Das sind dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme eine Auszeit, dann heißt es nicht, dass ich nachts nicht wirke. Wirke ich auch. Die Auszeit ist dann betrifft dann eigentlich nur die terminlichen Sachen, dass ich jetzt auch kann ja nachts auch vom Wald aus wirken. Muss ich nicht in meinem Bett liegen. Ja.
Ja, super schön. Danke für dieses Update. Eine Frage hätte ich noch zu diesem Lichtblick, wie wir ihn nennen, wo du allen sozusagen bei allen wirkst. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, die Schritte machen, da hast du bereits die Erlaubnis. Aber es gibt ja tatsächlich auch welche, die jetzt eben noch nicht sich entschieden haben, die Schritte zu machen, welcherlei auch immer. Trotzdem eine tiefe Absicht haben. Sind die auch eingeschlossen, wenn sie in einer tiefen Absicht sind? Ja, es ist halt, also normalerweise würde ich sagen ja, also weil das sich jetzt dann auch so anhören würde und das möchte ich jetzt überhaupt nicht, also jemand muss die Schritte gehen, Natürlich nicht. Das möchte ich nicht und das brauche ich auch nicht mehr nach 27 Jahren, also das glaube ich, wissen die Leute auch. Aber ich bin halt von Haus aus ein sehr zurückhaltender Mensch. Also ich möchte halt nicht irgendwas machen bei irgendeinem Menschen, wo ich nicht weiß, bin ich einfach nicht. Also ich bin da mehr als vorsichtig. Also es gibt schon Ausnahmen. Also es wird jetzt lang, ja. Es sind keine 5 Minuten. Es gibt schon Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn jemand eine persönliche Essenz bestellt hat. Dann binde den schon mit ein, auch wenn er die Schritte nicht geht, weil eine persönliche Essenz immer beinhaltet, dass ich mir den Lichtkörper anschaue und auch da wirke. Und wenn ich das machen darf, dann kann ich es auch im Kollektiv machen. Aber jetzt bei jemand, der nur sagt, also ich schließe mich da an, also ich bin in der Absicht und würden vielleicht 90% oder 95% machen. Ich mache es ehrlich gesagt nicht so gerne. Ja. Ja, ist ja wieder deine Achtsamkeit halt auch, ne? Ja, und ich will halt keinen so nahe treten. Ja. Ja. Das möchte ich nicht. Ist ja verständlich. Ja. Ist auch gut so. Gut, damit die Leute es halt auch wissen jetzt, ne? Das war eigentlich eine wichtige Frage. Aber süß waren sie schon auf Facebook, Total. Wo sie alle geschrieben haben, mir den Namen geschrieben haben. Und was so, ist, wenn jetzt jemand so auf Facebook schreibt, ja, juhu, hier bin ich und ich erlaube es dir, Sangeeta, und macht vielleicht nicht die Schritte? Ist das dann wieder was anderes? Das ist dann schon was anderes, weil dann habe ich ja die Erlaubnis. Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt da sitzt und dann deine Augen schließt und per Namen alle herholst. Nein, natürlich nicht, und so. Gar nicht. Das würde gar nicht gehen. Also das geht gar nicht. Ja, eben. Das, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Ich weiß gar nicht, wo das war, in Sri Lanka oder was, wo mir mal ein Kunde entgegengekommen ist. Oder ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Also es passiert mir halt überall. Und ich kenne die Menschen nicht. Aber würde ich jetzt einen Lichtkörper sehen, würde ich ihn sofort kennen. Also und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, also das ist mir eigentlich auch noch ein Bedürfnis. Ich möchte es gar nicht so gern als Kunden bezeichnen. Ja, schwieriges Wort. Ja, eigentlich ist es meine Familie und ich meine es auch wirklich so, wie ich sage. Es ist mehr als Kunden. Ja. Also es ist schon ein tiefer persönlicher Bezug meinerseits da. Ja. Und ich würde auch niemals jemand halten, der nicht mehr hier dabei sein möchte. Niemals würde das tun, dass ich jemand halten würde. Aber bei manchen Menschen habe ich es schon sehr bedauert. Wenn sie gegangen sind. Ja. Und bei ganz, ganz vielen freue ich mich auch so richtig, weil die von Anfang an dabei sind. Das ist schon unglaublich, oder? Auf jeden Fall. Ja. Schön. Ja, ganz schön. Richtig, richtig schön. Das ist auch der Grund. Also natürlich mein Versprechen mit Leute nach Quintas führen und so, ja, und mit meine Aufgabe wäre ja zu Ende gewesen mit dem Entzündung des Kristalls. Die Leute kennen die Geschichte. Habe nochmal neu entschieden. Und ich bin neulich mal gefragt worden, warum ich mich nicht zur Ruhe setze. Wirklich, weil einfach ich diese Familie so liebe. Sage ich auch auf dem Team. Das sind die Besten überhaupt. Besten Menschen. Ja. Ja, ich meine,
Was es auch bedeutet, ne, dass ein Mensch dir so viel Vertrauen schenkt, ist schon so unglaublich. Das ist natürlich unglaublich, aber sie schenken ja auch nicht nur mir das Vertrauen, sondern der geistigen Welt natürlich. Sie Natürlich spüren auch. auch, dass diese Energie, die Wahrheit sucht sich ihren Weg. Das könntest du vielleicht ein Jahr aufrechterhalten, wenn da irgendwas Fake dabei wäre oder so, aber nicht über 27 Jahre. Das geht gar nicht. Also das ist schon natürlich das Vertrauen. Aber was ich so besonders finde, ist, dass sie so viel Verständnis haben für mich. Also wenn mal irgendwas ist bei mir, so wie jetzt habe ich mich im Datum vertan mit dem Solevana-Abend, da kommt nie irgendwas Böses. Oder dass sie sich beschweren oder irgendwie, das machen die nicht, die haben wirklich viel Verständnis. Sie sind sehr achtsam mit mir. Die allermeisten, 99,9% sind sehr achtsam mit mir. Ja, auf jeden Fall. Ja, Benni. Bis zum nächsten Mal, Vinny. Bis zum nächsten Mal, Benni.